Der Ebola-Ausbruch im Kongo erreicht eine neue entscheidende Phase. Der Worst Case ist jetzt bereits geschehen. Schon kurz nach dem Ausbruch hat die Seuche bereits eine Millionenstadt erreicht. Was vor wenigen Tagen noch befürchtet wurde, ist jetzt schon eingetreten. Der erste Infizierte ist jetzt in Mbandaka aufgetaucht. Damit bekommt die Seuche eine deutlich schnellere Dynamik als noch vor 4 Jahren, als sich wochenlang auf dem Land diese Seuche hielt. Was sind jetzt die Folgen im Kongo? Was macht die Weltgesundheitsorganisation und geht jetzt alles viel schneller als noch vor einigen Jahren in Westafrika? Klick zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Heute hier vom SWR aus Mainz. Der Worst Case ist eingetreten und das viel schneller als befürchtet. Zwar gibt es nur ein paar Infizierte im Kongo, aber davon sind einige Pfleger, also Personal, das die Seuche an ganz viele Kontaktpersonen verbreiten kann. Auf dem Land halten sich die Kontakte ja meistens in Grenzen, aber in der Stadt sind einer solchen Seuche kaum Grenzen gesetzt. Und damit ist jetzt schon in einer sehr frühen Phase der schlimmste Fall eingetreten. Ein Infizierter wurde in der Millionenstadt Mbandaka entdeckt. Vom Ausbruch in Westafrika wissen wir ja, wie entscheidend einzelne Personen sein können und dann zum Superverbreiter werden können. Und genau das kann jetzt hier geschehen sein. Die Stadt mit rund 1,2 Millionen Einwohnern bietet dabei den idealen Nährboden, um eine Seuche schnell zu verbreiten. Es gibt kaum Elektrizität und auch nur wenig sauberes Wasser. Die Stadt liegt am Ufer des Kongo-Flusses mit Waren- und Personenverkehr in die Hauptstadt Kinshasa. Die Menschen sind hier mobil und können den Erreger innerhalb von nur wenigen Stunden, anders als im ländlichen Raum, im ganzen Kongo verbreiten. Mit dem Infizierten hat die Seuche laut Weltgesundheitsorganisation WHO eine neue Phase erreicht. Die neuen Zahlen sprechen von 42 Infizierten und 23 Toten. Die Kontaktpersonen werden auf 500 bis 4000 geschätzt. Zitat: Mit dem Fall in Mbandaka ist die Situation äußerst ernst und besorgniserregend geworden, da die Krankheit erstmals eine Stadt erreicht hat, so Henry Gray von Ärzte ohne Grenzen. Ebola ist ein Fieber, das in rund der Hälfte der Fälle zum Tod führt. Es beginnt relativ harmlos wie eine Grippe, aber im weiteren Verlauf fangen die Opfer an, überall zu bluten und sterben schließlich an multiplen Organversagen. Übertragen wird die Krankheit meistens von sogenannten Reservoirwirten. Das sind Wildtiere, die gejagt und gegessen werden. Durch die Abholzung von Wäldern rücken Menschen immer näher an diese Populationen heran und jagen dann Flughunde, Affen oder zum Beispiel Stachelschweine. Und dieses Buschfleisch führt dann meistens zum Ausbruch der Seuche. Im Gegensatz zum Ausbruch 2014 ist die Weltgesundheitsorganisation aber dieses Mal deutlich schneller in Aktion getreten. Generaldirektor Tedros Ghebreyesus ist bereits vor Ort und 4000 Dosen des Impfstoffs, über den wir berichtet hatten, mit dem Kontaktpersonen geimpft werden sollen, die sind auch bereits im Kongo. Trotzdem ist die Region, man muss sagen, in Panik. In Nigeria soll ein für den 28. Mai geplantes Fußballspiel der Nationalmannschaft gegen die Nationalmannschaft des Kongo abgesagt werden. Ein solches Großereignis mit nur einem Infizierten könnte eine Katastrophe auslösen. Man ist also extrem vorsichtig und aber auch sehr gut vorbereitet. Doch eines ist dieses Mal anders. So früh wurde die Seuche noch nie in eine Millionenstadt getragen. Ich hatte euch ja versprochen, euch auf dem Laufenden zu halten. Das mache ich auch weiterhin. Ihr wisst ja, dass das Abo-Modul auf YouTube nicht so richtig funktioniert. Deshalb, wenn ihr also nichts vom Ebola-Ausbruch zum Thema verpassen wollt und als Erste informiert werden wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp und den anderen Messengern. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken. Und zur Begrüßung habe ich auch noch ein kleines Goodie. Und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen, nur zur Sicherheit. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, neuer Ebola-Ausbruch mit der Vorgeschichte dieses Ausbruchs. Ansonsten bis dann, bleibt dran.